So, jetzt ist Schluss. Jetzt wird's illegal. Da ist immer so ein Spruch, den ich sage. Wir sind 2 Piranhas und wir unterhalten uns heute über Illegal Opinion. Hallo. Hallo? Wenn jemand falsch gelobt wird für etwas, was er eigentlich viel besser gemacht hätte an einer anderen Stelle, wenn jemand irgendwie versucht zu argumentieren, ja, aber nachts ist immer dunkel, so, ja, wo man dann sagt, ach, don't you say, dann ist das für mich so ein typischer Spruch, das ist illegal, dieses Argument zählt nicht, so, ja, das sind halt Dinge, da weiß ich doch, das musst du mir nicht erklären, sondern irgendwie andere Dinge. Ja, das ist illegal. Meistens Argumente, die angebracht werden von Menschen, die sagen wollen irgendwie, ja, aber, und bringen dann ein Argument an, das so irgendwie die ganze Diskussion eigentlich ad absurdum führt. Das ist ein illegales Argument. Ist zwar ein total schönes Spiel und hat total gute Musik und total viele Features und ist auch zu Recht so und so bewertet worden, aber, und nach dem Aber, ne? Wenn ein Aber kommt, ist meistens vorher mal ein Haufen Scheiße, haben wir gelernt bei Game of Thrones, ja. Aber hat mir keinen Spaß gemacht. Warum, weiß ich nicht und bla und so. Ja, dann ist das irgendwie ja gut, ne? Da kann man sich schon mal fetzen, ne? Und deswegen haben wir... Ich habe jetzt ein Beispiel wieder. Ja, ein schönes, ja. Ganz plattes Beispiel, ja. Was überhaupt nicht zum Thema passt, aber sehr schön verdeutlicht, was damit gemeint ist. Ja? Jetzt kommt's. Gehst du zu deiner Mutter und sagst, ich möchte gerne eine neue Tapete. Und die Mutter sagt, ja, aber du wolltest doch damals die mit den Bärchen und den Blümchen. Dann Mama, ist das illegal. Da war ich 3 Jahre alt. Weil Zeiten ändern sich. So, ne? So, das heißt, wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, habt ihr euch mal schon so richtig ordentlich gefetzt und so, wegen unterschiedlicher Meinung über ein Game? Das fanden wir interessant. Und die haben Folgendes gesagt. Aber klar, also das ja, sehr regelmäßig sogar, auf jeden Fall. Also nee, tatsächlich noch nie. Ich kann gut aushalten, wenn andere Leute andere Meinungen haben und diskutiere dann einfach mit denen. Und letztlich weiß ich, die haben alle Unrecht und sind Idioten. Das habe ich auch aufgegeben, weil jeder hat so eine andere Vorstellung von dem, was das Spiel können soll und ob nun Multiplayer, ob PvP, PvE, miteinander oder gegeneinander, da muss jeder seine Lücke finden. Ich bin leider ja auch manchmal so ein bisschen unterwegs dann schon gewesen in so Spielesektoren, die ich auch, wenn ich ehrlich bin und objektiv wäre, nicht so gut verteidigen könnte und würde. Ich nenne mal so 1, 2 Titel aus dem Mobile Gaming Bereich. Also ich habe zum Beispiel, oder Browser Game, ich habe sehr viel die Stämme gespielt. Früher habe ich richtig viel Zeit versenkt und also da darf ich selber nicht drüber nachdenken. Das war keine gute Idee. Gefetzt nicht, aber dann angeregte Diskussionen, würde ich sagen. Ich finde, Streit ist nie eine gute Lösung und ich mag es aber tatsächlich sehr gerne, über Sachen zu diskutieren. Ob das Spiel gut ist oder nicht oder einfach nur, hat man die Story richtig verstanden oder solche Geschichten. Ich diskutiere sehr gerne. Ich habe mal eine sehr intensive Diskussion über ludonarrative Dissonanz in Bezug auf The Last of Us geführt. Die wurde jetzt nicht unbedingt emotional, aber sehr lang und ausladend, ohne Ergebnis auch. Nee, das ist es nicht wert. Andere Leute lasse ich eigentlich das tun, was sie möchten. Meine letzte Addiction, die sehr kontrovers war auf jeden Fall Kappa.jump. Das haben nicht so viele verstanden. Und natürlich zum Beispiel Pokémon Go. Welche Fraktion? Das ist selbstverständlich ausschließlich rot, alles andere ist komplett inakzeptabel. Ja, über Geschmack darf man eigentlich sich nicht streiten, ne? Oder? Oder doch? Gibt es eine objektive Meinung? Ich habe schon oft in unserem Team immer gehört, das ist nicht subjektiv, das ist eine ganz objektive Meinung, die Dinge sind so und so und so. Und dann sitzen viele Leute da und denken, nee, ich sehe das aber anders. Was ist davon jetzt legal und was ist illegal? Gibt es wirklich die objektive Meinung, dieses Spiel ist jetzt gut? Dieses Spiel hat jetzt so und so viel Prozent verdient, oder nicht? Warum gibt es denn dann so viele unterschiedliche Bewertungen? Und warum sind diese Bewertungen, die man so kriegt, irgendwie auch die Durchschnittswerte, egal welche Bewertung, überhaupt nicht abhängig von dem, wie viel Spaß sie den Leuten machen und wie viel man davon verkauft? Das ist auch immer so eine Sache, verstehst du? Das heißt also, man hat irgendwie so, ja, da gibt es so eine Grundrauschen oder so. Nee, Pustekuchen. Wenn du sagst, hier nimmst du die Achse, ja, Bewertungen von Menschen, so und so viel Prozent hat dieses Spiel bekommen und wie viel haben die davon verkauft, dann ist das so, hier mal ein Spiel, da mal ein Spiel, da mal ein Spiel. Das ist so, als hätte man mit der Schrotflinte drauf geballert.
Es gibt vielleicht, wenn man mit gutem Willen dran geht, irgendwie so eine Linse, aber auch nur mit gutem Willen. Eigentlich nicht. Dann muss ja auch immer gucken, irgendwie, keine Ahnung, kommen zig Spiele auf den Markt pro Tag, ja? Ja. Und wenn du die dann alle nimmst, dann ist das auf jeden Fall so. Und dann gibt es einige Beispiele, die stechen dann raus irgendwie. Keine Ahnung, ich nenne immer gerne hier als Beispiel Witcher 3. Haben sie jahrelang dran gearbeitet, super Marketingkampagne gemacht, Spiel war auch gut, ne? Ja. Dann würden die meisten sagen, das ist aber auch objektiv gut. Und einer sagt dann, mir haben wir keinen Hat mir aber Spaß nicht gemacht. gefallen, fand ich doof. Ne? So. Und das ist dann beim Was? Thema. Also bei solchen Titeln gibt es dann eine Tendenz und es gibt auch Negativbeispiele, also das schlechteste Spiel, was ihr je gespielt habt. Und dann gibt es wahrscheinlich dazu auch eine Tendenz. Und nichtsdestotrotz ist alles, was in der Mitte ist, dann irgendwie... Ne? Ja, aber was ist davon illegal? Ja, Tja, ist halt eine Meinung, ne? Wie viele unterschiedliche Meinungen gibt es? Dirty Harry, ne? Also hier der Callahan von Clint Eastwood hat gesagt, Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eins, ne? Und das ist ja auch so, ne? Jemand, der eine andere Meinung hat oder so, den mag man nicht so. Den will man auch gar nicht hören. Und noch viel weniger, wenn er vielleicht sogar recht hat, ne? Ja, wie arbeiten wir damit? Wir arbeiten meistens mit der 90%-Glocke. Ja. Ne? Ja. Das heißt, wir gucken zu einem bestimmten Thema, wie viele Leute hatten denn jetzt wirklich so viel Spaß daran? Wie ist das bei uns selber in der Firma? Wie viele Leute von uns hatten da richtig Spaß dran? Und gibt es Dinge, wo die meisten sagen, da kam ich nicht mit klar. Das war ein Feature, das müsste man eigentlich das nächste Mal anders machen. Und da haben mehrere Leute dann an derselben Stelle Kritik geübt. Mit Glocke, mit 90% Glocke meinen wir die gaußsche Verteilung von Meinungen, ja, und wo 90% der Leute irgendwie, zum Beispiel du startest ein Spiel von Piranha Bytes, ja, was nicht linear ist, und dann verteilen sich die Leute irgendwie. Das nennen wir so die 90% Glocke. Wo sind sie gerade? Wo ist irgendwo der Kern und wo finden sich die Leute mit ihrer Meinung, ja? Und das ist so, ja, ne? Nennt man das vielleicht Mainstream? Schwierig, ist auch so ein schräger Begriff irgendwie, Nee, ne? das ist kein Mainstream. Was objektiv ist, was nicht. Ja gut, Milliarden von Fliegen können sich nicht irren. Scheiße schmeckt gut, ne? Also solche Dinge, das ist auch Quatsch. Also man muss schon irgendwie selber ein Produkt machen, ja, wo man selber von überzeugt ist. Ja. So, und dann wird es auch gut. Genau für die Gruppe Menschen, ja, die genauso denken wie derjenige, der es macht. Darum geht es eigentlich so. Ja. Ne? Das heißt, wenn man irgendwie Hans Dampf in allen Gassen produziert, im Endeffekt, dann ist es auch immer so. Dann ist es irgendwann, ja, ist zwar ein nettes Spiel, aber habe ich schon 1000-mal gesehen, hat keine Ecken, keine Kanten, ja, ist zwar irgendwie handwerklich gut gemacht, aber, und ja, ist inhaltlich total geil, aber die Grafik und hin und her, ja, was ist denn jetzt wichtig? Ja, wir haben Ja. immer gesagt, irgendwie ein Spiel, das wir machen, das uns selber Spaß machen würde zu spielen, macht Ja. auch Leuten da draußen Spaß. Ja. Weil das einfach wahrscheinlich so ist. Ja. Und dann kommt noch dazu ein Spiel, bei dem wir nicht nur Spaß hätten, es zu spielen, sondern bei dem wir auch bei der Entwicklung Spaß haben, merkt man dem Spiel am Ende an. Ja. Und diese zwei Dinge führen dann dazu, dass es eine Gruppe von Menschen da draußen gibt, die sagen, an diesem Ding habe ich Spaß. Und das ohne in die Details zu gehen, ja. Es gibt Leute, die mögen irgendwie das ein oder andere Detail nicht und die anderen, und ein anderer schreit dann, das ist ihm aber ganz wichtig und solche Sachen. Aber das große Ganze, ne, das Big Picture, sagst du gerne, das muss stimmen und das trifft dann auch den Nerv von Leuten, die diese Art Spiele mögen, die wir halt in der Regel machen. Und deswegen haben wir uns auch nie so richtig davon entfernt. Ne? Big Picture hatte mal der Carsten Edenfeld gesagt. Ja? Ja, von dem habe ich das geklaut. Ja, was ist legal, was nicht? Nehmen wir User-Feedback ernst? Natürlich nehmen wir das ernst. Ja. Klar. Ne? Das heißt, wir müssen aber prüfen, ob es eine Einzelmeinung ist oder ob wirklich die meisten Menschen tatsächlich diese Meinung teilen. Ja. Ja, das heißt also, irgendeiner findet etwas total doof. Mhm. Ja, Pentagramm auf dem Boden. Gibt es Menschen, die uns angeschrieben haben, das könnt ihr nicht machen und dies und das und so. Oder baut mal eure Pilze aus, weil ich eine Pilzphobie habe. Mhm. Ja, das ist vielleicht sogar ein Krankheitsding oder jemand, der religiös dahinter. Keine Ahnung, was der Hintergrund ist. Aber für uns ist es erstmal irgendjemand, der eine Meinung hat. Mhm. Ja, und der irgendwie uns dazu bringen will, Dinge zu tun, die ihm besser gefallen oder besser zu ihm passen. Das ist schwierig. Aber wir können so sagen, okay, wir gucken mal, was die meisten sagen und versuchen halt irgendwie uns damit zu arrangieren. Sehen wir das genauso oder nicht? Und wenn wir absolut nicht der Meinung sind, ja, dann ist das auch irgendwie
ist das dann illegal, auch wenn viele das gut finden oder nicht? Und ich sage dann immer, ja gut, das ist halt eine Mischung aus allem. Es ist nie ein einfaches Problem. Es liegt nur an der Sache. Ne? Nur ein Schwertkampf, ne? Es ist irgendwie, weil der Schwertkampf irgendwie, Fernkampf, keine Ahnung, irgendwie, weil die beide gleichwertig irgendwie behandelt werden oder so, finde ich doof. Ich hätte gerne ein Spiel lieber, was nur aus Fernkampf besteht, als Beispiel. So, das ist eine Meinung. Und wir sagen, ja, kannst du ja machen, aber trotzdem haben wir dann den Schwertkampf. Dann würde dieserjenige sagen, ja, aber dann ist es irgendwie nur verteilt und ich muss ja trotzdem am Anfang mit einem rostigen Nagel losziehen und kann meine Knarre nicht und diese. Dann sagen wir, ja, dann tut uns leid. Wir wollen ein Spiel anbieten, was halt mehr kann als das. Dann müssen wir auch unseren Stiefel durchziehen. Dann ist das illegal für uns. Dann ist das eine illegale Meinung, weil nämlich die meisten Leute würden sagen, nee, auf jeden Fall muss ein Schwert rein. Nee, auf jeden Fall sollte irgendwie so ein, nee, ihr habt da so eine coole Waffe gehabt, da irgendwie das Kettensägenschwert oder so, das muss wieder rein. Solche Dinge, weißt du? Jetzt haben wir natürlich auch den Vorteil, wir machen jetzt so lange Spiele, dass wir schon eine Community haben oder es gibt viele Menschen gibt, die unsere Spiele schon mal gekauft und Feedback geliefert haben, sodass wir da eine Art Basis haben. Ja, wir haben immer gesagt, die meisten Menschen, die unser Spiel kaufen, die kommen aus Deutschland, dann kommen viele aus Osteuropa, es kommen einige aus Amerika und dann auch aus den anderen Ländern. Nichtsdestotrotz gibt es da schon eine Basis an Spielern, die unsere Spiele mögen, von denen wir wissen ungefähr, was die mochten, was nicht, weil sie uns Briefe, E-Mails, Foren, überall Feedback geschickt haben. Und darauf kann man natürlich aufbauen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht zum Beispiel sowas wie eine Umfrage machen. Du bist jetzt ein neuer Entwickler, hast jetzt irgendwie eine tolle Spielidee und denkst, das ist bestimmt total geil und stellst da eine Umfrage ins Internet, wie die Leute das da draußen wohl finden. Das ist trügerisch und verdammt gefährlich, weil manchmal die Leute dann nicht wissen, was sie am Ende bekommen. Das heißt, die Leute interpretieren dann etwas hinein in diese Frage und wollen natürlich gerne mehr haben, als der Entwickler vielleicht leisten kann. Und dann schreiben die, ja klar, geiles Feature, bla bla bla, aber wie es sich dann am Ende anfühlt im Spiel, ob das wirklich Spaß macht, das sieht man an der Umfrage nicht. Und das sind so Sachen, wo man sagen muss, da haben wir schon die komfortable Situation, dass wir sagen können, okay, an dem einen oder anderen Feature dürfen wir mal mutig sein und mal gucken, ob den Leuten das da draußen auch Spaß macht. Und an der einen oder anderen Stelle machen wir etwas, was schon immer funktioniert hat. Klingel. Es klingelt. So, und die interessante Frage ist, wie sehr sind wir denn überhaupt beeinflussbar? Machen wir nur unseren eigenen Stiefel? Ja, natürlich nicht. Ne? Natürlich sind wir beeinflussbar. Natürlich sehr, weil im Endeffekt möchten wir ja auch, dass das Spiel euch gefällt am Ende des Tages. Ja. Ne? Also das, was wir am meisten wollen, ist, wenn wir Meinungen von außen kriegen, wir wollen diesen Leuten ja auch gefallen. Wir möchten ja, dass die Spieler ihren Spaß haben. Wir möchten gerne, dass wir denen auch helfen. Ne, bei deren Problemen und so weiter. Das heißt also, uns ist als Entwickler gelegen, dass das Spiel gut ankommt. Das ist so. Ne? Bei jedem. So, ne? Bitte? Bei jedem. Bei jedem, ja. So. Bei jedem Entwickler. Bei jedem Entwickler ist das so, weil du kannst ja nicht jedem gefallen, hat man ja gerade gesagt. Nein, so, ne? Das geht nicht, aber du kannst, also ich glaube, dass jeder, der irgendwie so ein Produkt macht, schon natürlich möchte, dass die Leute da draußen das mögen. Absolut. So, ne? Tja, und es ist immer so ein Eiertanz zwischen denen, wovon man selbst überzeugt ist und das, was von außen eingetragen wird, weil die Tendenzen der Dinge, die ändern sich auch immer. Das heißt, es gibt sowas wie illegale Meinung oder legale Meinung. Es ist immer schwierig. Irgendwann am Ende des Tages muss man halt gucken, ist es eine Mischung aus allem. Es ist auch ein großes Spiel, was wir immer machen. Das heißt, da dürfte eigentlich auch für jeden was dabei sein und wenn allen einige Sachen eben nicht gefallen, irgendwas ist immer. So ist auch unsere Meinung dazu. Das heißt also, im Großen und Ganzen bemühen wir uns immer, die Dinge so zu machen, dass sie gefallen. Ne? Aber an irgendeiner Stelle ist es halt irgendwie, lohnt es sich der Aufwand tatsächlich für einige Dinge, einen Riesenaufwand zu machen, um wirklich auch den anderen wirklich jede Meinung gelten zu lassen. Und da muss man einfach sagen, gibt ein paar Sachen, da sagen wir, das funktioniert nicht. Es ist ja auch nicht im Sinne, also in unserem Sinne nicht und ich glaube auch im Sinne der Leute da draußen nicht, wenn wir jetzt überall die Ecken abschleifen, damit keine mehr dran sind. Ja. Das tut unserem Spiel mit Sicherheit nicht gut und der Sache an sich auch nicht, weil dann ist auch wieder nicht gut. Also das du perfekt machen kannst sowieso niemand, aber so eine 90%-Glocke treffen und zu sagen, wir machen ein Spiel, das Spaß macht, das geht schon. Das geht schon, ja. Gut, das war sehr durchwachsen. Mit Kind kommt von der Schule wieder und ins Theater. Hast du eine Community-Frage? Ja, ich habe. Okay, einfache Frage. Mich interessiert, auf was für Marken ihr bei eurer Hardware setzt und wie oft ihr aufrüstet.
Also Marken an sich, dass wir irgendwie sagen, so das ist es jetzt eigentlich nicht, weil wir sind immer darauf bemüht, ja, möglichst für alle da draußen irgendwie unser Spiel zum Laufen zu bringen. Weil ob wir jetzt irgendwie Intel haben oder Dell oder keine Ahnung, GeForce oder AMD-Karten oder Radeon oder was auch immer, ja, das interessiert euch doch nicht. Ja, das ist, ihr sagt, das ist jetzt mal eine Marke, was auch immer das ist, ja. Und da müssen wir drauf reagieren. So sieht's aus, ne? Deswegen machen wir es meistens so, dass die Leute, die bei uns entwickeln, momentan sind wir ja noch in dieser Homeoffice-Situation, da ist es vielleicht sogar noch extremer, aber auch in der Firma ist es so, dass jeder einen anderen PC hat und unterschiedliche Grafikkarten benutzt, unterschiedliche Motherboards und so weiter, um zu gucken, dass wir auf möglichst schon während der Entwicklung viel achten können, dass das Spiel überall drauf läuft. Und dann kommen später nochmal die Hardware-Tests, ne? Und dann wird breiter geguckt, irgendwie funktioniert dann das Spiel auch überall und das sollte es, damit wir möglichst viel abdecken. Und ja, wann rüsten wir auf? Wir rüsten dann auf, wenn Dinge nicht mehr supported werden zum Beispiel, weil wir natürlich darauf achten müssen, dass wir ein System haben, das immer sicher ist zum Beispiel und etwas, was gar nicht mehr supported wird, ist vielleicht auch dann so fehleranfällig, dass es irgendwann nicht mehr geht. Deswegen gucken wir immer, dass wir eine Mischung haben an neuen Sachen, die jetzt gerade auf den Markt gekommen sind, die dann laufen, aber auch von älteren Sachen, weil wir ja auch möchten, dass Leute, die jetzt nicht irgendwie sich fürs Spiel einen neuen PC kaufen müssen, dass auf deren Rechnern das Ding auch läuft. Und so gibt es eine große Mischung. Ja, das beantwortet hoffentlich die Frage. Und wir sind komplett durch mit unserem Kram, auch mit den Nerven, ja, das ist echt nicht so einfach, ja, mit Kindern im Hintergrund. Aber ja, wir haben es irgendwie geschafft und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir euch nächste Woche wieder hier bei Piranha-Bytes TV. Genau. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Boah. Kein Kommentar. Sieht man sich diese Luftballon, wo man die Luft rauslässt.